willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch mal mit auf einen Spaziergang, denn ich wollte mit euch heute über das Thema Stress reden. Und dazu kurz, wer hier noch nicht auf dem Kanal länger ist, wir sind jetzt aktuell gerade von Norwegen wieder nach Deutschland zurückgezogen, sind im Moment in einer Situation, wo wir ja, unsere ganzes Hab und Gut eingelagert haben, weil unser neues Zuhause noch in der Renovierung und im Umbau ist und wir jetzt erstmal in einer Ferienwohnung sind für ein paar Wochen. Das heißt, wir sind also schon sehr reduziert oder auch minimalistisch unterwegs. Sprich, ja, wir haben jeder einen Koffer und ein paar persönliche Dinge dabei. Und natürlich ist diese Situation enorm stressig für uns. Ja. Und man hat jetzt noch keinen Alltag so richtig. Man ist jetzt also wir sind jetzt auch in eine ganz neue Stadt umgezogen. Das heißt, wir kennen uns hier auch noch nicht so gut aus. Wir müssen also auch hier jetzt erstmal wieder uns zurechtfinden. Und dann dachte ich, ich mache mit euch mal dieses Video zum Thema Stress und Routinen. Also wie Routinen, tägliche kleine Routinen, Mikroroutinen, unser Stresslevel beeinflussen können in positiver Weise. Ja, ich denke, es wird hier wahrscheinlich gleich anfangen zu regnen. Dann werde ich euch mit reinnehmen und wir machen die andere Hälfte des Videos dann drin. Aber ich dachte, hier ist es wirklich gerade so schön und durch den vielen Regen ist es so sehr grün und hier hinten diese ganzen Nadelbäume. Und wenn ich mich jetzt mal hier so umdrehe, seht ihr hier auch noch so einen kleinen See oder Weiher. Also das ist schon hier sehr gut gegen Stress. So, aber fangen wir mal an. Gehen wir rein. So, grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, dass jede Situation, die eine Veränderung bedeutet, in einem Stress erzeugt. Manche Menschen kommen viel besser mit einer Veränderung zurecht, andere tun sich sehr viel schwerer. Aber grundsätzlich ist natürlich die Anpassung an eine neue Umgebung, an neue Menschen, an eine neue Wohnung oder auch ein neues Zimmer ein Stressfaktor. So, das ist so. Das heißt, man gibt seine gewohnte Umgebung auf und man ist dann nicht in dem Gewohnten und empfindet auch erstmal im ersten Schritt nicht diese Sicherheit, die man beispielsweise in seinen eigenen vier Wänden bestenfalls empfindet. Wenn man seine Sicherheit verliert, erzeugt es im Körper Stress. Und die Anpassung an die neue Situation führt eigentlich dazu, dass man sich die ganze Zeit am Außen ausrichtet. Also man ist die ganze Zeit am Gucken und am Überlegen, wie muss ich mich da verhalten, wo ist was. Also man ist die ganze Zeit mehr oder weniger vom Außen gesteuert. Und wenn man eben so vom Außen gesteuert ist, dann verliert man den Zugang zu seinem Inneren oft und auch zu seiner Intuition und auch zu der inneren Ruhe. Und gerade dann in solchen Sachen könnte man jetzt sagen, ja gut, dann setze ich halt hin, meditiere oder mache eine Yoga-Session. Aber beispielsweise mir geht es so, wenn ich in diesem Stresszustand bin, komme ich gar nicht mehr auf die Idee, solche Sachen zu machen, weil ich auch diesen Stress, der relativ subtil ist, gar nicht richtig merke. So, jetzt fängt es hier richtig an zu schütten und deswegen fahren wir mal schnell mit dem Fahrrad zurück, nass geworden, umgezogen und ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, wenn die Anforderungen von außen so hoch sind, also die Anforderungen, sich anzupassen an eine neue Umgebung, an ein neues Klima, an alles mögliche Neue, dann vergisst man oft die Verbindung zum eigenen Inneren. Und mir geht es dann auch so, dass ich eben beispielsweise nicht auf dem Zettel habe, jetzt zu journalen oder Meditation zu machen oder auch in mir gar nicht diese Ruhe empfinde, das dann zu tun, und gleichzeitig ist dieser Stress, der dabei entsteht, eben sehr subtil und erstmal gar nicht bemerkbar. Ich bemerke ihn dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn Ängste dazukommen, also sprich jetzt irgendwelche Ängste, die oft mit alten Mustern verbunden sind, die man kennt aus einer Kindheit, eine Unsicherheit oder Zorn oder irgendeine Situation, die man im Prinzip nicht objektiv mehr einschätzen kann. Daran merke ich dann ganz oft, dass mein Stresslevel dann doch relativ hoch ist, innerlich. Das ist aber tatsächlich gar nicht so sehr einfach herauszufinden. Und um diesen Stress zu bekämpfen, ist es eigentlich für mich zumindest sehr wichtig, ganz kleine Gewohnheiten und Routinen wieder in meinen Alltag einzubauen. Also sprich, wenn man jetzt in Urlaub ist oder umzieht oder eben in einer anderen Umgebung ist, dass man ja ganz oft seine Routinen verliert,
weil man jetzt beispielsweise beim Frühstück nicht dieselben Lebensmittel wie zu Hause hat oder ja, wer weiß was. Also man verliert oft die Routinen. Und je kleiner die Routinen sind, desto einfacher sind sie auch dann in diesen stressigen Situationen wieder zu integrieren. Also Beispiel, wir putzen uns ja jeden Morgen die Zähne. Das ist für die meisten von uns eine ganz klassische Routine und abends eben auch. Und das ist ja jetzt nur eine ganz, ganz kurze, kleine Sache. Und wenn wir aber versuchen, andere Sachen eben auch in solche kleinen, kurzen Routinen zu etablieren, dann helfen die uns in diesen stressigen Situationen natürlich auch sehr gut. Also beispielsweise, dass man anfängt, sich wieder mehr Zeit im Bad zu nehmen, dass man sich vielleicht mehr eincremt, solche Sachen, dass man beispielsweise, ich mache morgens immer dieses Gua Sha mit diesen Steinen, das sind so Sachen, die ich oft dann auch verliere, diese ganz kleinen Sachen. Aber wenn ich mich dann wieder an die erinnere, dann ist das wie so eine kleine Kettenwirkung. Dann erinnere ich mich auch an die anderen Sachen. Und dazu gehört jetzt beispielsweise immer, wenn ich morgens aufstehe, dass ich erstmal meinen Kaffee trinke in Ruhe und bestenfalls eben was in mein Journal schreibe. Das vergesse ich eben auch in diesen Situationen ganz oft, beziehungsweise ist es dann so, ich sitze da, habe mein Journal und meinen Stift in der Hand und weiß überhaupt nicht, was ich da reinschreiben soll. Und genau das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wirklich dann reinzuschreiben. Und selbst wenn ich die ganze Zeit nur reinschreibe, ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll, aber oft entwickeln sich dann eben Sachen und ich komme dann tatsächlich auch diesem Stressmuster auf den Grund oder irgendeiner Geschichte, die durch diesen Stress resultiert ist. Das hilft mir also sehr und ich grenze das auch eigentlich ganz, ganz kurz auf 5 Minuten oder so. Also ich mache mir jetzt da auch, klar, wenn man Familie hat und so, hat man jetzt auch nicht diese Zeit, morgens irgendwie 2 Stunden irgendwelche Routinen abzuarbeiten. Aber das hilft einfach, sich wieder mit sich selber zu verbinden. Und in dem Zusammenhang ist es eben auch ganz wichtig, jetzt ist es beispielsweise so, dass ich meine Sportroutine nicht mehr aufrechterhalten habe, die ich die ganze Zeit in Norwegen hatte. Also ich bin 2-mal die Woche zum Krafttraining gegangen. Ich bin jeden Tag irgendwie 3-4 Kilometer gelaufen. Das habe ich hier erstmal gar nicht gehabt, weil ich A, die Wege nicht kannte, ich habe kein Fitnessstudio, ich habe keine Hanteln dabei, all das führt natürlich dazu, dass das Stresslevel auch wieder höher kommt und jetzt muss ich eben versuchen, meine Routinen wieder in irgendeiner Form adaptiert anzupassen. Also Beispiel, wir haben jetzt Fahrräder gekauft, wir fahren viel Fahrrad, das hilft schon mal, sich zu bewegen und ganz klassisch und es ist natürlich auch was alle möglichen Leute immer wieder sagen und es ist irgendwie auch vielleicht nervig zum 170. Mal zu hören, aber die Verbindung mit der Natur, also in die Natur gehen, rausgehen, zum Baum gehen, sich einen Baum angucken, in den Himmel gucken, die Luft, den Wind spüren und auch das nicht unbedingt 3 Stunden, sondern tatsächlich vielleicht nur mal 5 Minuten nach draußen gehen, an die frische Luft. Das hilft auch schon, diesen inneren Stress zu reduzieren, deutlich zu reduzieren. Also Musik spielt ja auch für viele Leute eine große Rolle und wenn man sich eine bestimmte Playlist auf die Ohren macht, hilft das ja auch, sich mit bestimmten Erinnerungen zu verbinden. Also ich habe bestimmte Playlists, die mich an bestimmte Orte, Begebenheiten in meinem Leben erinnern, die Songs, ja, und das bringt einen ja auch wieder zurück zu sich. Also es geht immer darum, je mehr ich wieder zurück zu mir und zu meinem Inneren finde, desto besser kann ich mit dem Stress, der durch Außen verursacht ist, umgehen und finde auch wieder in stärkere Routinen rein. Dasselbe gilt, dass wenn ich in solchen Zuständen bin, auch wie jetzt, dass ich es nicht schaffe, mich mit Freunden zu verbinden. Also ich rufe dann nicht proaktiv bei Freundinnen an, um mit denen zu reden, weil ich da gar nicht dran denke. Ja, weil ich dann immer denke, hier passiert ja jetzt nichts oder es passiert so viel, dass ich auch nicht weiß, was ich dazu berichten hätte oder ich vergesse es einfach, mich mit den Leuten zu verbinden. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann sich wirklich tatsächlich nochmal vorzunehmen, einmal die Woche oder alle 2 Tage rufe ich einen Freund, eine Freundin an, einfach nur um mich zu melden. Und das bringt mich auch wieder aus meinem Fokus von außen zurück zu mir, zu einer Verbindung, die möglicherweise schon viele Jahre besteht. Und das Ganze ist dann zum Beispiel auch so, dass wenn ich abends ins Bett gehe bei solchen stressigen Phasen, dass ich natürlich ganz, ganz viel von den Sachen, die mich am Tag gestresst haben, mit in den Schlaf begleiten oder eben beim Einschlafen begleiten. Und beispielsweise jetzt irgendwelche Versicherungsverträge, wo ich nochmal nachdenke oder dran denke, ich muss mich da nochmal melden oder den nochmal anrufen.
Und diese Sachen auch rauszukriegen, da hilft mir dann tatsächlich auch diese Abendroutine einzuführen, dass ich eben versuche, also weniger Social Media zu konsumieren und dann abends tatsächlich nochmal eine halbe Stunde vorher im Buch zu lesen. Oder einfach auch nur nochmal was aufzuschreiben oder einfach nur rumliegen und rausgucken. So, aber eben, das ist zum Beispiel ein Punkt, dass ich ganz oft auch dazu neige, in diesen Situationen sehr viel Social Media zu konsumieren, viel Instagram, um mich dann auch wieder ins Außen zu bringen, um mich abzulenken und vermeintlich zu entspannen. Aber letztendlich ist es auch so, dass mich auch wieder aus mir rausbringt, mich vergleichen lässt oder eben irgendwelche Hiobsbotschaften darüber dann in mein System gebracht werden. Und je mehr Mikrogewohnheiten ich eigentlich in guten Zeiten, also in Zeiten, die jetzt nicht so stressig sind oder die nicht eine große Veränderung mit sich bringen, etabliert habe, desto besser kann ich auf die zurückgreifen in solchen stressigen Zeiten, um dann auch eben weiterhin fürs Stressmanagement die Kapazitäten im Inneren frei zu haben, um da dann tatsächlich nochmal viel konkreter dran zu gehen und zu wissen und genau dieses Wissen, also genau zu wissen, was tut mir eigentlich gut und was tut mir eigentlich nicht so gut. Oft ist es ja alles sehr reflexhaft und je gestresster wir sind, umso reflexhafter wird es. Aber wenn wir eben in diesen kleinen Gewohnheiten sind und uns da anbinden können, können wir so ein bisschen den Reflex rausnehmen und dann eben viel, viel stärker wieder reinspüren, was wir brauchen und was uns gut tut. Und wenn wir das vorher wissen, weil wir das schon über eine längere Zeit etabliert haben, hilft es natürlich enorm. Aber man sollte auch vorsichtig sein, nur weil man jetzt irgendwelche Routinen etabliert hat, ist man nicht davor gefeit, in diese Stressmuster reinzufallen. Also zumindest geht es mir so. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, wir sind jetzt ungefähr seit 4 Wochen wieder in Deutschland. Und obwohl hier alles recht gut klappt und also die ganz normalen Themen da sind, habe ich gemerkt, dass ich gestern beispielsweise einen ganz, ganz schlechten Tag hatte, weil ich eben sehr stark auf einmal in so ganz alten Gedankenschleifen war, in ganz, ganz alten Reaktionsmustern drin war und gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier Stopp machen und mich da irgendwie mir das mal genauer angucken und habe dann tatsächlich auch über das Aufschreiben für mich rausgefunden, okay, was ist mein Thema hier? Ja, also welche Muster davon erkenne ich von früher aus bestimmten familiären Zusammenhängen oder Jobzusammenhängen, die auf einmal hier greifen auf diesen Stress drauf. Ja, und das ist natürlich auch eine Übungssache, aber ich kann halt euch wirklich so ein bisschen mit an die Hand geben. Sucht euch diese kleinen Routinen, findet über diese kleinen Routinen wieder zurück zu euch selbst und dann findet ihr auch die größeren Routinen oder das, was euch eben gut tut, wieder besser im Alltag. Ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Mehrwert gegeben, das Video. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Hilfsmittel mal unten in die Kommentierungen schreibt. Das hilft ja allen anderen dann auch. Bleibt erstmal gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.